Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video unseres Tunesien Roadtrips. In diesem Video seht ihr ein paar schöne Aufnahmen rundherum um die Phoenix Rallye in Dus, dem Tor zur Sahara. Auf geht's! Es ist 20 nach 7, in ein paar Minuten startet das Rennen. Hier ist der Pre-Start. Hier geht es noch nicht um die Zeitmessung, sondern nur darum, dass die Fahrzeuge in der richtigen Reihenfolge stehen und dass sie da überhaupt registriert sind. Und jetzt schauen wir uns gleich mal ein paar Fahrzeuge hier beim Pre-Start an. Hier vorne sammelt sich schon die erste Gruppe für den Pre-Start. Das sind Motorräder, Quads. Später kommen dann noch die Side-by-Sides und in etwa 2 Stunden folgen dann die Trucks. Keine Angst, ich werde natürlich jetzt nicht alle 160 Startteilnehmer hier filmen, aber so ein paar schöne Aufnahmen zeige ich euch jetzt natürlich schon. Ich hoffe natürlich, dass es hier auch beim Pre-Start ein bisschen lauter wird, also einer hier eine kleine Show macht, wie zum Beispiel der hier. Aber wenn ich ehrlich bin, warte ich hier eigentlich nur auf eine Kategorie, auf die Gruppe der Race Trucks. Es ist schon absolut eindrücklich, was hier für PS-Leistungen an den Start gehen. Das hier ist der Race Truck von 4Wheel24 und wir hoffen natürlich sehr, dass der dann auch gewinnt. Aber die Konkurrenz ist hier schon sehr stark. Das blaue und das grüne Team sind hier mit großen Budgets und professionellen Teams vertreten. Das wird also hart, die zu schlagen. So ist unser zweiter Favorit der hier, ein 8x8 Cut. Hier sind wir wieder bei den Helikoptern. Die warten auf ihren Einsatz. Und dieser Reiter auf einem wunderschön geschmückten Pferd posiert für Fotos. Auch das Zuschauen an der Rallye macht hungrig und so gehen wir die 3 Kilometer bis zum Stadtzentrum von Dus. Hier ist gerade ein kleiner Markt, der große Markt kommt ja erst am Donnerstag. Und wir haben Hunger und so finden wir dieses Restaurant hier. Was hier zubereitet wird, das sieht ganz vielversprechend aus. Wir gehen also mal hinein, sind überrascht über die schöne Deko in dem Restaurant. Und das Restaurant hat eben auch einen sehr netten Innenhof. Was hier zubereitet wird, ist die traditionelle tunesische Tagine, hier in einem solchen Erdofen. Und vorher bekommen wir aber noch ein traditionelles tunesisches Briek. Das ist ein Ei, gebacken in einem ganz dünnen, krossen Blätterteig. Der Rallyetag geht dem Ende zu und der Helikopter kommt zurück. Und ich mache jetzt mal hier einen Spaziergang über den Rallye-Biwak in Dus. Ihr seht schon, hier wird fleißig herumgewerkelt, denn die Fahrzeuge unterwegs auf der Rallyepiste sind ja extremen Belastungen ausgesetzt. Da geht eben auch viel kaputt und am Abend wird hier entsprechend repariert, ausgewechselt und auch noch verbessert. Was ich wirklich bemerkenswert finde, tagsüber sind das ja hier Wettbewerber auf der Rallyepiste, aber am Abend helfen die sich auch untereinander, wenn zum Beispiel mal ein Werkzeug fehlt oder eben auch ein bestimmtes Teil. Die helfen sich, das finde ich echt toll.
Schauen wir mal, was bei den Racetrucks gerade so läuft. Ich stehe jetzt hier bei dem grünen Team, gleich gehe ich noch zu dem blauen Team und wie schon erwähnt, das sind die beiden Teams mit den richtig großen Budgets hier. Das Bergeteam der Phoenix Rallye ist übrigens immer noch draußen in den Dünen, denn viele Fahrzeuge sind dort liegen geblieben und müssen zurückgeholt werden. Wie zum Beispiel auch dieses Fahrzeug hier. Gut, da braucht es nicht das Bergeteam, da reicht auch ein Land Cruiser. Aber der hier muss wohl auch erstmal repariert werden. Für uns geht es nun erstmal zurück ins Hotel zum Abendessen. Das ist ja hier gleich um die Ecke vom Rallye-Biwak. An der Rallye selbst mitfahren können wir natürlich nicht, wir sind ja weder Profis noch haben wir das Fahrzeug, aber wir haben die Möglichkeit an der Discovery mitzufahren. Die Discovery Tour ist auch Teil der Phoenix Rallye, die fährt die gleiche Strecke, fährt aber eben nicht auf Zeit. Und die Idee ist, dass man sich hier in der Discovery-Gruppe mal an die Rallye so herantasten kann, ein bisschen ausprobieren kann. Wir können im Guide-Fahrzeug mitfahren. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an den Sven, der uns hier mitgenommen hat. Und jetzt kommen einfach mal ein paar Bilder vom gesamten Tag auf der Piste. Ein weiterer Rallyetag geht zu Ende und so fahren wir zurück nach Dus und auf dem Weg sehen wir immer wieder mal Fahrzeuge, die kaputt am Wegesrand stehen und auf den Rücktransport nach Dus warten. Heute ist Donnerstag, also Markttag in Dus. Da müssen wir natürlich hin, da geht es schon recht orientalisch zu und her und da nehmen wir euch jetzt natürlich mit.
طباش جماية طباش جماية طباش جماية. Nach so viel Markttag ist nun erstmal etwas Entspannung angesagt. Wir sitzen hier bei unseren Fahrzeugen. Wir stehen ja immer noch bei den Rallye-Hotels hier in Dus. Und es gibt um die Hotels herum viele kleine, nette Cafés. So einen großen Sandkasten wie hier in Tunesien hatte unsere Dackeldame bis jetzt noch nie. Man muss natürlich immer ein bisschen aufpassen, dass sich da nicht irgendwo ein Skorpion versteckt. Hier hat unser Hund gerade einen neuen Freund entdeckt, einen großen Krabbelkäfer. Was echt nicht schön aussieht, ist die zum Teil große Vermüllung, gerade hier in den Randgebieten der Wüste. Dabei wäre das Problem eigentlich einfach. Wenn jeder seinen Dreck mitnimmt, wäre das Problem gelöst. Das sind die Fahrzeuge des Bergeteams von der Phoenix Rallye. Die habt ihr ja schon im Video Nummer 2 gesehen. Und ich hatte ja die Hoffnung gehabt, dass ich mal mitfahren kann mit so einem Cut in die Wüste, um zu sehen, wie so Fahrzeuge geborgen werden. Das hat nicht funktioniert, aber dafür die Franzi von den Staubteufelchen, schaut hier auch mal im Video Nummer 2, die konnte mitfahren und von ihr und vom Bergeteam kommen jetzt ein paar schöne Bilder. Zuerst ein paar Bilder aus der Sicht des Zuschauers. Es ist schon gewaltig, was die beiden Cuts können. Das habt ihr ja schon im Video Nummer 2 gesehen, als es um die Bergung eines Expeditionsmobils ging. Und ihr seht hier, der 4x4 Cut, der muss schon ordentlich arbeiten, um über die Düne herüberzukommen und dann letztlich den Weg zurück zur Piste zu finden. Jetzt also der 8x8 Cut und wie sich dieses große, schwere Fahrzeug mit seinen 4 Achsen durch die Dünen bewegt, das ist schon absolut sehenswert.
Jetzt gibt's Bilder aus der Sicht eines Mitfahrers in einem 4x4 Cut und ihr werdet gleich sehen, wenn das hier über die Dünen geht, dann schaut das so aus wie in einem Schiff in schwerem Seegang. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und abonniert diesen Kanal. Im nächsten Video gibt es mehr Aufnahmen von der Phoenix Rallye, dann aber von unserem Standort in der Wüste in Xargilan. Also, wir sehen uns beim nächsten Video.